Servus, ich grüße dich. Schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Heute gibt es ein Rezept zu einem ganz wunderbaren Apfelkuchen. Super schnell gemacht, mega saftig und ich persönlich schwelge damit in Erinnerung, denn heute vor einem Jahr habe ich mein allererstes YouTube-Video hochgeladen. Natürlich mit einem Apfelkuchen. Sehr unerfahren hieß es für mich damals On Air. Heute, 12 Monate später, ist es für mich an der Zeit, einfach mal Danke zu sagen. Für die vielen unglaublich positiven Erfahrungen, die ich machen durfte und der tief empfundenen Freude dabei. Und ich freue mich auf die nächsten 12 Monate mit euch, aber jetzt geht's natürlich auf zum Rezept und ihr benötigt dafür mal wieder nicht viele Zutaten. Ihr richtet euch mal wieder euren Arbeitsplatz ein und dann gebt ihr 250 Gramm Weizenmehl und siebt dieses in die Schüssel rein. Durch das Sieb kommt ebenso ein Teelöffel Backpulver und eine Prise Salz, denn zu allem Süßen gehört auch etwas Herbes. Und dann gibst du je nach Süßungsgrad der Äpfel 125 Gramm Zucker und 8 Gramm Vanillezucker hinein und außerdem je nach Geschmack 2 bis 4 Teelöffel Zimt. Leckere Butter darf natürlich auch nicht fehlen, und zwar 130 Gramm davon. Und für eine optimale Kuchenbindung benötigen wir noch 4 Eier. Diese schlägst du einfach auf. Übrigens habe ich dieses ähnliche Rezept damals vor einem Jahr schon gemacht. Das hier ist jetzt nur eine kleine Abwandlung davon. Und zu guter Letzt kommt der Abrieb einer gewaschenen Bio-Zitrone hinein. Vorsicht dabei mit den Fingerchen. Gebe den Abrieb mit all seinen guten ätherischen Ölen einfach zu den restlichen Zutaten hinein. Und dann wirst du es dir denken können, verrühre mit deinem Handrührgerät die Zutaten zu einem glatten Teig. Und ein Apfelkuchen wäre kein Apfelkuchen, wenn nicht mindestens 1 Kilo davon hineinkäme. Das hier sind noch Äpfel aus meinem Garten. Die Äpfel werden jetzt einfach nur klein geschnitten, indem du sie halbierst, viertelst und das Kerngehäuse entfernst. Und dann schneide nach Belieben größere oder kleinere Stückchen. Was man aus Äpfeln noch alles zaubern kann und auch was du aus den Apfelbutzen machen kannst, das findest du hier auf meinem Kanal in der Playlist Haltbar machen und einkochen. Diese verlinke ich dir auch oben rechts. Nun hebe die Äpfel unter den Teig aus der Kategorie Wissenswertes. In vielen Kulturen ist Apfelkuchen sogar ein Symbol für Gemeinschaft und Familie, speziell in den USA und Europa. Nach Belieben kommen noch 100 Gramm Mandelstifte rein und auch in Rum eingelegte Rosinen. Die Rumrosinen kann man ganz einfach selbst herstellen. Übrigens, in den USA wurde der Apfelkuchen sogar zu einem Symbol nationaler Identität. Hebe noch die Mandelstifte und die Rosinen unter den Teig. Und dann richte dir auch bereits deine mit Backpapier ausgelegte Backform. Und gebe, wie soll es anders sein, natürlich den Teig hinein. Verteile diesen gleichmäßig auf dem Boden. Und dann kann der Apfelkuchen auch bereits für die nächsten 40 Minuten in den 175 Grad heißen Backofen gegeben werden. Und mal wieder wunderbar wohlig duftend kommt der Kuchen aus dem Backofen raus und sieht fantastisch aus.
Und weil es so hübsch aussieht, kommt noch ein wenig Puderzucker oben drüber. Und wie er von innen ausschaut, das möchte ich euch natürlich auch noch zeigen. Saftig, locker, leicht. Und so sieht er dann auf der Gabel aus. Wirklich ganz prima, ganz viele Apfelstücke. Der Teig, der so wunderbar aromatisch schmeckt. Prima. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachbacken. Guten Appetit, lasst es euch gut gehen. Bis demnächst, wenn es wieder heißt On Air mit mir. Bis bald. Pfiat euch.